Die Leica Sofort 2 ist eine Premium-Sofortbildkamera. Vor allem hat mich interessiert, bringt denn diese Optik entsprechend auch eine Bildverbesserung? Und außerdem reden wir hier von einer Premium-Kamera, die deutlich mehr kostet als klassische Sofortbildkameras. Und ja, ihr dürft mir jetzt ein bisschen über die Schulter schauen. Bei der Leica Sofort 2, da stellt sich mir die Frage, ist das jetzt eine Sofortbildkamera, ist das ein Fotodrucker mit Digitalkamera oder eine Digitalkamera mit Fotodrucker? Tatsächlich bezeichnet Leica selbst die Kamera als Hybridmodell. Denn ich kann natürlich hier klassisch Sofortbilder machen, aber ich habe zusätzlich hier ein Digitaldisplay, kann bis zu 45 Aufnahmen speichern und muss mich nicht sofort entscheiden, möchte ich es jetzt ausbelichten oder nicht. Das heißt, ich kann mir auch bei der Kreativität ein bisschen Zeit lassen, ich kann verschiedene Motive ausprobieren und entscheide dann erst, was auf dem Fotodrucker landet. Belichtet wird das Ganze auf das klassische Instax-Fotoformat, das ist dieses Hochkantformat, wie man das auch aus den Fujifilm-Kameras kennt. Und mich hat vor allem im Praxistest interessiert, leistet die verbaute Leica-Optik so viel mehr in Sachen Schärfe und Bildbrillanz, dass sich dieser Aufpreis lohnt. Leica Sofort 2 Sofortbildkamera, die kommt wie gewohnt in einem sehr schicken Leica-Design daher. Auf der Rückseite ist es allerdings ein bisschen retro. Da haben wir nämlich dann TFT-Display und Bedienelemente, die doch sehr an eine Digitalkamera aus dem Jahr 2005 erinnern. Ansonsten habe ich sehr viele manuelle Einstellungsmöglichkeiten, ganz ohne Menü. Ich habe hier vorne am Objektiv einen Ring, wo man sonst wahrscheinlich bei einer Systemkamera die Blende einstellt, kann ich hier verschiedene Objektiveinstellungen vornehmen. Beispielsweise für eine Mehrfachbelichtung, für Farbverschiebungen, für Fisheye oder Spiegeleffekte. All das geschieht hier. Und ich habe hier im TFT-Display dann auch immer die Sofortvorschau, bevor ich auf den Auslöser drücke. Hier oben bei diesem Drehrad, da kann ich verschiedene Farbfilter über das Bild legen. Auch das sehe ich dann direkt im TFT in der Vorschau und kann das mit den Objektiveffekten zusammen natürlich kombinieren. Das hier ist eine ganz coole und originelle Sache. Was man früher bei der Kamera als Filmtransporthebel hatte, ist hier der Auslöser, um ein Sofortbild zu drucken. Das heißt, habe ich ein Bild gemacht, kann ich hier über diesen Hebel den Ausdruck direkt starten. Ansonsten besteht natürlich auch noch immer die Möglichkeit, die gemachten Bilder aus dem Archiv auszugeben. Schön, dass die Leica Sofort 2 auch ein Stativgewinde integriert hat. Das heißt, ich kann dann für Familienporträts oder für das Selfie die Kamera auf ein handelsübliches Stativ schrauben und über die Smartphone-App per Fernauslöser dann die Kamera bedienen. Tatsächlich hat die Leica keinen klassischen Sucher, wie man das vielleicht von anderen Sofortbildkameras kennt, sondern es läuft alles über das Digitaldisplay. Da ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass das relativ hell ist, überbelichtet anzeigt und auch nicht wirklich scharf ist. Da ist man einfach von Kameras, Systemkameras, Spiegelreflexkameras was anderes gewohnt und hätte man jetzt auch in dieser Preisklasse anders erwarten dürfen. Eine Besonderheit bei der Leica ist der Autofokus. Das heißt, ich kann mit dieser Kamera tatsächlich den Schärfepunkt setzen. Eine automatische Gesichtserkennung ist sogar drin. Das heißt, und dafür sind ja die Sofortbildkameras meistens geeignet für Porträts, für Aufnahmen mit Menschen. Da erkennt die Kamera genau, wo fokussiert wird, zeigt sie mir auch im Display an. Und man kann auch den Fokuspunkt verschieben, das heißt ein bisschen gedrückt halten und dann die Kamera versetzen, wie man es von Spiegelreflex oder Systemkameras kennt, funktioniert mit diesem Gerät auch. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man hier keinen Blindflug machen muss. Die Sofortbilder, die werden auf Fuji Instax-Material ausbelichtet, sind nach 2 bis 5 Minuten je nach Außentemperatur startklar und die Farbwiedergabe, die ist wirklich neutral, die Bildschärfe passt und auch die Belichtung ist trotz der Vollautomatik, auch selbst bei kontrastreichen Motiven, wirklich immer ausgeglichen. Mein Fazit zur Leica Sofort 2: Die Kamera liefert ab. Besonders die eingebaute Leica-Optik sorgt dafür, dass auf dem Instax-Filmmaterial die Bilder knackscharf und mit schönen neutralen Farben wiedergegeben werden. Da gibt es gar nichts. Auch im Vergleich zu günstigeren Sofortbildkameras ist ein deutlicher Unterschied in Sachen Bildqualität zu bemerken. Die Bedienung der Kamera ist selbsterklärend. Mir gefällt, dass man durch den internen Speicher auch erstmal ein bisschen experimentieren kann und nicht quasi mit jedem Schuss ein Bild belichten muss. Finde ich cool gelöst. Auch der Hebel hier, um direkt ein Bild rauszulassen, das macht einfach Spaß. Allerdings, dem Anspruch einer Hybridkamera wird die Leica Sofort 2 nicht gerecht, denn die Digitalfotos mit nur 5 Megapixel Auflösung, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und das ist eigentlich richtig schade. Ja, und da muss man einfach für sich selbst entscheiden, ob einem der Preis von rund 400 € für diese Kamera der Spaß für
wirklich richtig schöne Sofortbilder wert ist.